Wunderschönen guten Morgen hier aus Straßburg oder zumindest in der Nähe von Straßburg. Ich stehe ja nach wie vor noch hier auf dem Parkplatz. Heute ist Donnerstag. Wir haben es jetzt recht früh, also irgendwas um kurz nach 6 Uhr. Ich bin gestern ja hier angekommen. Wir haben immer noch den Transport Richtung Madrid mit dem Kipptrailer der Fidus Trans, Zucker geladen. Jetzt wird es dann auch gleich weitergehen. Das heißt, ich habe mir einen Kaffee gemacht, soweit ist jetzt erstmal alles wieder schick, ich bin fit und dann kann das jetzt auch mit der Tour gleich wieder losgehen und auch weitergehen und dann werden wir erst einmal Richtung Montpellier fahren. Das wird wahrscheinlich dann im Streckenverlauf der zweite Halt werden, weil, das hatte ich ja schon mal erwähnt, also in einem Rutsch nach Madrid durch eher schwierig. Also, wir gehen jetzt erstmal in den LKW und dann geht es auch gleich weiter auf die Tour. Logistik neu gedacht. Die Eppler Group Deutschland liefert die Antworten von morgen. Stark vernetzt im Euvica-Verbund, unaufhaltsam im Flow. Ganz klar, wir bewegen Europa. So, los geht's. Alle Systeme am Start, Licht schalten wir ein und dann können wir uns auch, denke ich, mal so langsam wieder auf die Autobahn begeben. Die nette Dame aus dem Navi funktioniert hoffentlich auch wieder oder beziehungsweise funktioniert überhaupt. Ja, und dann gucken wir mal, was die Fahrt jetzt so bringt, was die Tour so bringt. Ob es hier irgendwelche Überraschungen gibt oder ob wir da gut durchkommen. Bis jetzt sind wir ja einigermaßen staufrei um alles drumherum gekommen. Also das war ja hervorragend. So, hier Armaturenbrett-Display nochmal ganz kurz justieren. So, jetzt passt das. Okay, so. So können wir fahren. Also ja, bis jetzt eine total angenehme Tour. Alles reibungslos gelaufen, keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Der LKW läuft, die Zugmaschine läuft gut. Drücken wir uns mal die Daumen, dass das so bleibt. Wetter ist auch entspannt, Sonne scheint. Ja, recht früh, ne? Also, ist ja eigentlich so gar nicht meine Zeit, aber so what, was soll's. Gleich am Anfang, wie immer, Gruß an alle Kollegen im Euvica-Verbund. Seid alle herzlich gegrüßt. Ich weiß, die Kollegen sind auch alle fleißig am Fahren. Das gleiche gilt für meine Abonnenten hier auf meinem Kanal. Also auch dafür ein herzliches Dankeschön, dass ihr mir so zahlreich folgt, dass da auch immer weiterhin noch so viele dazukommen. Das freut mich sehr. Also von daher ganz, ganz vielen Dank dafür. Und ich hoffe mal, dass ihr mir auf den weiteren Touren da auch wohlgesonnen bleibt und auch weiterhin kräftig einschaltet. Ja, soviel zum Thema Stau. Ich hatte erwähnt, wäre gut, wenn wir keinen hätten. Woran scheitert es jetzt hier? Am Reißverschlussverfahren oder was? Warum fährt der Kollege nicht? Du kannst fahren. So, und, ja, okay, das hat funktioniert, aber hey.
Ich weiß ja nicht, ich habe das in der Fahrschule anders gelernt, also ich war zumindest auf der Autobahn, ne? Da gab es jetzt auf dem Beschleunigungsstreifen eigentlich gar keinen Grund, dass die da Reißverschlussverfahren anwenden, aber naja, was soll's. Das sind tatsächlich immer noch so ein paar KI-Macken oder überhaupt Macken hier im Spiel von SCS. Manche Vorfahrtsregeln oder überhaupt, sagen wir mal so, die Regeln generell, die ja eigentlich jeder von uns, der Auto fährt, doch weitestgehend drauf hat oder drauf haben sollte, sagen wir es mal so, die sind hier zum Teil ausgehebelt oder funktionieren dann doch irgendwie anders. Vielleicht wird es da irgendwann mal ein Update geben, wo das entsprechend programmiert ist. Nun will ich mich da aber auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Also ich habe von der reinen Programmierung, wie man sowas jetzt hinbekommt, vielleicht geht das auch gar nicht, weil es das Spiel nicht hergibt oder weil die Engine das nicht hergibt. Völliger Laie, ne? Also will ich mich gar nicht so weit rauslehnen. Aber irgendwie denke ich mal, müsste es ja funktionieren, weil es ja auch Mods gibt, die einen etwas realistischeren KI-Verkehr auslösen. Also das kann man ja durch Mods zum Teil schon beheben. Also insofern sollte das ja dann doch funktionieren. Aber nun gut. Das soll uns jetzt von der weiteren Tour erstmal nicht großartig abhalten. Das ist auch eigentlich völlig unerheblich. Hauptsache man reagiert. Ich reagiere und sehe da rechtzeitig, dass da irgendeiner eine Vollbremsung macht, weil Reißverschlussverfahren angewendet wird. So, dann wieder eine Mautstelle. Na? Ein Stück vor noch. Yep, jetzt hat das funktioniert. Alles klar, vielen Dank. Ja, für alle, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind oder die diese Folge jetzt erst sehen, wir sind ja unterwegs im Auftrag der Fidustrans. Ich hatte da übernommen, es gab ein Problem im Bereich von Fahrern, beziehungsweise krankheitsbedingt und urlaubsbedingt. Ich bin jetzt an der Stelle eingesprungen und wir fahren jetzt mit einem FFB-Kipp, also mit einem Feldbinder-Kipp-Trailer Volumen 60, fahren wir Richtung Madrid mit Zucker geladen. Und unterstützen jetzt an der Stelle die Fidustrans, was ich natürlich gern übernehme, gar kein Thema. War für mich auch kein Thema, weil unsere Dispo
damals, als ich in Nürnberg angekommen bin, jetzt keinen Folgeauftrag hatte. Insofern war das kein Thema, also konnten wir gut abbilden oder ich konnte das gut abbilden. Und das ist jetzt dann auch der zweite Teil davon. Jetzt Richtung Montpellier, ich hatte es erwähnt, das wird dann die nächste Etappe werden, wo ich meinen Zwischenhalt wieder einlege, um dann stückchenweise weiter nach Madrid zu fahren. Wenn wir da angekommen sind, werden wir dann auf der Rücktour Milchpulver wieder mitnehmen Richtung Nürnberg. Das werden wir dann wieder nach Nürnberg fahren. Die Fidus-Trans hat da eigene Verteiler bzw. hat auch Lagermöglichkeiten, sodass wir das da erstmal zwischenlagern können, werden das da wieder abgeben und dann geht die Weiterverteilung komplett wieder über die Fidus-Trans. Und dann haben wir den Auftrag damit auch komplett abgeschlossen. Ich muss mal schauen, ob ich euch auf der Rückfahrt da wieder mitnehme oder nur auf einer Teilstrecke wieder mitnehme, weil ich gehe mal schwer davon aus, jetzt die Hinfahrt ist unisono auch der Rückfahrt, also das wird wahrscheinlich die gleiche Strecke sein, das wird die gleiche Umgebung sein. Ja, muss ich mal gucken, werde ich mir noch überlegen, ob wir da die Rückfahrt nochmal mitmachen oder ich fahre das Ding dann einfach zurück und dann geht's ab Nürnberg. Oder wenn ich in Nürnberg dann wieder Richtung Frankfurt gefahren bin, also zu unserem Firmengelände, dann geht es da mit einer anderen Tour mit der Epler auch wieder weiter. Das muss ich mir noch überlegen, das werde ich mir noch überlegen, werden wir sehen. Jetzt gucken wir, dass wir erstmal gut da in Madrid ankommen. Und dass das soweit dann erstmal funktioniert. Ja, ansonsten hat sich unsere Dispo bzw. unser Lager schon bei mir gemeldet, wenn ich denn dann wieder da bin, beziehungsweise wenn ich dann wieder in Frankfurt bin, auf unserem Firmengelände. Also einmal werde ich mich wieder ins Büro verziehen, werde da erstmal so all die Sachen machen, die jetzt ein bisschen liegen geblieben sind, zumindest auf meiner Seite liegen geblieben sind. Werde das Ganze jetzt erstmal abarbeiten, wenn ich dann wieder da bin. Das ist dann doch schon immer viel, wenn man hier mal gerade so auch Touren übernimmt oder einspringt. Das andere muss ja trotzdem weiterlaufen und dann werde ich das erstmal machen. Aber ansonsten haben die sich schon gemeldet aus dem Lager mit, uns geht so langsam ein bisschen das Lammfleisch aus. Also all das, was wir aus Irland immer importieren bzw. dort abholen für den LEH. Wir haben da ja verschiedene Hersteller und vor allen Dingen auch einen großen Hersteller, der uns da mit Menüschalen versorgt, die wir im Lebensmitteleinzelhandel platzieren können. Das sind Menüschalen, die man zu Hause in der Mikrowelle, im Backofen, was auch immer regenerieren kann und hat dann ein vollwertiges Menü. Also das heißt, dieser Vorrat, der geht so langsam ein bisschen zu Neige. Und ich hatte das ja, glaube ich, schon mal in einer Tour erwähnt, bevor ich jetzt in Nürnberg war, dass wohl dann auch eine der nächsten Folgen mit Sicherheit rüber nach Irland geht, England, Irland. Das werden wir dann auch machen, also dann werde ich mal schauen. Wie gesagt, wenn das so im Büro alles weitestgehend wieder abgearbeitet ist, dann werde ich unsere Kollegen, Fahrer und Kolleginnen, Fahrer da unterstützen, werde mir auch mal wieder einen Kühler schnappen und werde dann nach Irland drüber fahren, um da einfach mal wieder ein paar Paletten oder ein paar Tonnen viel mehr an diesen Menüschalen bei uns ins Lager zu bringen.
Da haben wir auch tatsächlich Glück bei diesem Hersteller. Also das ist ein Hersteller, mit dem kann der, ja, ich sag mal, der Markt oder der Endverbraucher, letzten Endes ist es ja dann, aber der Markt kann mit diesem Hersteller reden. Die können rezepturgenau produzieren. Das heißt, wenn es da eine Veränderung im Kundenverhalten gibt, weil Feedback kommt, das ist mir zu, weiß ich nicht, geschmacklos, zu salzig, da könnte mehr Gewürz rein, da könnte ein anderes Gewürz rein, weil das bei uns auf dem deutschen Markt nicht so gut funktioniert oder für das, was wir gewohnt sind, nicht so gut funktioniert. Dann kann der Hersteller da reagieren und das tut er auch. Also da steht dann entsprechend unser Endkunde mit denen jeweils im Kontakt. Das kann dann auch jeweils immer in der Rezeptur verändert werden. Die können sich da anpassen, sodass wir dann jeweils diese angepassten Menüschalen, sobald da die Charge leer ist oder sobald das am Lager dann leer ist und bevor wir da wieder was Neues holen, naja, dann wird das besprochen, wird produziert und wir holen dann die veränderte Ware wieder zu uns nach Frankfurt. Also auch das eine ganz, ja, ich sag mal, große Nummer da mit dem Hersteller, macht jetzt auch nicht jeder. Aber ich denke mal, bei den Mengen und bei den Tonnagen, die wir da jeweils immer holen und die auch der LEH da abnimmt, ja, da dürfte das alles kein Thema sein. Da können die sich dann auch entsprechend danach richten oder können das entsprechend danach richten, ja. Oh nee, da ist der Kollege noch. Alles klar, gesehen. Na, du wartest aber, oder? Hoffentlich. Ja, das ist das zum Thema KI-Verkehr, ne? Da muss man auch schon immer die Luft anhalten, dass die auch wirklich da stehen bleiben und nicht einfach da mir mal einmal hinten den Trailer knallen oder so. Kommt das ein oder andere Mal doch schon vor, aber der Kollege hat es verstanden und hat gewartet. Alles gut, hat gepasst. So, und so langsam zieht sich's auch zu. Das Wetter scheint ein bisschen trüber zu werden. Kann wohl sein, dass wir irgendwie noch Regen erwischen, ne? So, was habt ihr jetzt? Langsam wegen ist nicht, oder was? Oder ist das schon Stau wegen der Mautstelle, die da kommt? Boah, Freunde, echt jetzt? Aha, so, dann hätten wir auch unseren ersten
Ich hoffe ja mal, dass sich das jetzt nicht allzu lange hinzieht. Ja, recht hast du. Mach mal kurz mal einen Warnblinker an, aber die hinter mir haben das jetzt auch schon geschnallt. Ja, ich hab's verstanden. Du brauchst mir jetzt nicht jedes Mal blinken. Oder ist da noch mal eine Baustelle dazwischen? Nee, da ist noch mal eine Baustelle. Okay, alles klar. Ach Leute, boah. Hier geht's auch so den Hang hoch, also das ist ja äußerst unangenehm zum Fahren. Gerade mit dem Gewicht da hinten dran. Da hat er hier dann doch schon zu kämpfen. Also wäre schon mal schön, wenn es jetzt ein bisschen flüssiger wieder geht. Das Hin- und Hergehupse hier, das geht an mir auf den Zünder. Oh my goodness. Hä? Was ist das denn hier? Eine Baustelle mitten in der Luft und der ist da mal... Das habe ich ja, also... Das ist ja crazy, oder? Ja, ist richtig. So, da schwebt mal einfach alles in der Luft hier an der Baustelle. Der Kollege fährt auch mal komplett durch die Absperrung. Ich muss auch gleich dazu sagen, also ich habe diesen Baustellenmod hier nicht aktiv, ne? Das ist... Das ist jetzt tatsächlich nicht, weil ich diesen Baustellenmod, den Hermi da mal irgendwann vorgestellt hatte oder sowas, jetzt in meinem Mod-Ordner drin habe. Nein, ist gar nicht. Das ist ja spannend. Okay, aber wir sind ja gut umfahren. Also ich bin zumindest mal jetzt nicht durch die Absperrung gefahren. Man konnte da Gott sei Dank noch links dran vorbei. Das hat ja soweit noch funktioniert. Verrückt. Okay. Ich vermute mal stark, also ich habe eine Vermutung, natürlich habe ich eine Vermutung. Jetzt komme ich leider nur nicht mehr auf den Namen, der den Mod da entwickelt hat. Ganz bekannter Mod, kennt ihr auch alle. Der macht unterwegs diese verschiedenen Szenarien mit, da ist rechts mal ein Unfall, da gibt es tatsächlich mal eine Baustelle, was auch immer. Ich vermute mal, dass das der Mod ist oder dass das dieser Mod genau war und ist, der jetzt da für so ein bisschen Chaos gesorgt hat. Auch für das grafische Chaos gesorgt hat. Das muss ich mir nochmal anschauen. Also, das werde ich mir auch nochmal anschauen. Der ist eigentlich aktuell. Das ist auch die aktuellste Version, die es zurzeit gibt, die auch für die 1.59 funktioniert. Aber ja, scheinbar an der Stelle hakt es wohl ein bisschen. Nun gut, es hat funktioniert. Wir mussten nicht abbrechen, wir sind immer noch unterwegs. Und damit soll uns das auch nicht weiter stören. Mensch, wie heißt denn jetzt der Modder? Also manchmal, da hast du aber auch einen Hänger, ne? Das ist unglaublich. Es gibt da 2 Mods, die er gemacht hat. Der eine befasst sich dann eher hier so mit Straßenzustand. Ihr wisst mit Sicherheit, wen ich meine. Also, mir fällt es jetzt partout nicht ein. Wer es weiß, einfach mal unten in die Kommentare rein. Für mich einfach nochmal als Gedächtnisstütze. Ich habe es jetzt tatsächlich aktuell spontan nicht mehr parat. So.
Auch die Mautstelle haben wir passiert. Passt perfekt. Dann geht's weiter. So, das ist das, was ich meinte. Ne? So ein Szenario hier, wie jetzt hier mit diesem Unfall beziehungsweise mit dem Abschleppwagen. Glaubst du, ich komme jetzt noch mal drauf, wie der Modder heißt? Das ist unglaublich. Also, okay, mag sein, dass das auch altersbedingt ist mittlerweile. Langzeitgedächtnis lässt mittlerweile auch ein bisschen zu wünschen übrig. Egal. So, und wenn hier 70 steht, dann fahren wir auch mal 70. Das wird schon seinen Grund haben. So, kurz vor Lyon. Das ist ja auch mal eine schöne Tunneleinfahrt hier, ne? So, hier linker Hand gibt es auch ein fotografisches Highlight. Fragt mich jetzt um Gottes Willen nicht, was das ist. Also wer jetzt weiß, was es hier in Lyon auf dieser Strecke, da links, da kommt es nun gleich, was das ist. Da bin ich auch so gar nicht bewandert. Ne? Mit Sicherheit irgendein Bauwerk, was man kennen sollte. Kennen müsste, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Montpellier ist auch schon ausgeschildert. Perfekt. Dann nähern wir uns ja auch da so langsam unserem zweiten Etappenziel. Na, das ging ja mal fix. Sehr gut.
das zieht sich dann doch ganz schön die Strecke, ne? Ich habe da so freudig gesagt, Montpellier ist schon ausgeschildert. Ja, ist es auch. Aber ja, das zieht sich dann doch noch, ne? Das sind dann doch Abstände oder Strecken. Ja, ist halt so, ne? Nach Madrid fährst du jetzt mal nicht eben auf die Schnelle. Das sind schon ein paar Kilometer. So, und der Himmel klart auch wieder auf, finde ich gut. Regen haben wir keinen bekommen. Ist zwar immer noch so ein bisschen bewölkt, aber ja, was soll's. Da kann ich gut mit leben. Besser so als mit Regen. Regen mag ich ja so gar nicht, ne? Also auch beim Fahren, das ist, je nachdem wie heftig das wird, das kann schon anstrengend sein. Aber so ist das vollkommen in Ordnung. Da stören auch ein paar Wölkchen da oben nicht. Gut, wenn wir diese Mautstelle passiert haben, dann ist auch der Parkplatz in Sichtweite, wo ich dann meinen Zwischenhalt einlegen werde, den zweiten. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier gut durchkommen. Na, ein Stück vor noch. Ja, alles klar. Der Meter war entscheidend. Okay, haben wir geschafft. Auf zum Parkplatz.
Was machen wir? So, LKW rechts rum. Zumindest zum Parken. Jo, haben wir da noch eine Lücke? Haben wir. Ach komm, die nehmen wir. So, ihr Lieben, Etappenziel Nummer 2 erreicht. Wir sind soweit gut angekommen, bis auf dieses kleine Thema mit der Baustelle. Alles schick soweit. Das kann mal passieren. Wie gesagt, mir ist immer noch nicht eingefallen, wer für diesen Mod verantwortlich zeichnet. Ich habe es immer noch nicht parat. Egal, also, wir haben unser zweites Etappenziel erreicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir auch auf dieser Tour gefolgt seid. Es wird natürlich weitergehen. Also ja, Teil 3 wird kommen. Mal schauen, wie weit wir dann fahren, beziehungsweise was dann das dritte Etappenziel werden wird. Bis dahin wünsche ich euch erstmal was. Ich werde jetzt meine Pause einlegen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.